bin irgendwie auf die Bühne rauf und das ist immer so, du stehst oben drauf und irgendwann fällt der Vorhang und dann fängst du an zu spielen. Und der Vorhang fiel und auf einmal habe ich diesen wunderschönen Hafen gesehen, der da war, das ich vorher einfach nicht gesehen habe. Und habe einfach vergessen zu spielen. Ich habe einfach da gestanden, wow, und dann hat die ganze Band schon gespielt und irgendwie gemerkt, oh scheiße, und habe dann weiter irgendwie nach 20 Sekunden irgendwie weitergespielt. In Stockholm, da steht eine Riesenkiste steht da. Und das war immer im Hintergrund, sah man diese Halle glitzern, während wir in kleinen Clubs spielten. Und diesmal das wollte ich kaum selber glauben, fuhr unser Shuttle dann auf diese Halle zu. Und ich dachte, das kann nicht sein. Und dann haben wir dann in dieser riesen Halle gespielt, also was gibt es Größeres in Stockholm als Beispiel? Da denkt man, mein lieber Freund, was machen wir eigentlich? Also wir wundern uns oft auch selber, warum jetzt 12.000 Schweden uns jetzt hier sehen wollen oder so. Oder Finnen. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht. Natürlich suchst du die Aufmerksamkeit. Und die brauchst du einfach, ansonsten würdest du nicht auf der Bühne stehen. Also wenn ich diese Aufmerksamkeit nicht hätte, würde ich wahrscheinlich nie Musik machen. Wenn ich so zufrieden wäre mit meinem Leben, mit allem drum und dran, bräuchte ich Leuten nicht meine Musik vorspielen. Oder die Leute bräuchte ich nicht. Mittlerweile singen wir in Europa jetzt unsere Refrains mit und einzelne Hooks und Parolen, aber die Mexikaner haben wirklich fast ganze Strophen mitgesungen. Das war ich sehr beeindruckt. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht. Wenn man in so einem Moment, wo du das dann hinschreibst, da denkst du dann nicht dran, dann lässt man das so Revue passieren und überlegt, mein Gott, das war, also manchmal weiß ich noch wo und wann das entstanden ist und wie und unter welchen Umständen. Relativ selten, aber das kommt schon vor und dann stehst du da oben und guckst und kannst eigentlich nicht glauben, das ist also bewegend oder so. Klar, ja. Aber manchmal kriegt man Gänsehaut. Ich habe es gar nicht gemerkt, als ich auf den Massen geschwommen bin. Aber dann, als ich auf die Bühne zurückgegangen bin, habe ich gemerkt, dass ich ganz weiche Knie hatte. Und dann dachte ich schon, dass noch was Besonderes passiert, auf den Massen zu schwimmen. Also ich habe auch keine Angst zu kentern, was auch schon ein paar Mal passiert ist. Aber letzten Endes habe ich da keine Angst vor der Masse. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden, lohne nicht. Es ist so, viele Sachen sind eigentlich sehr unangenehm, die man so macht. Aber wenn es vorbei ist, dann freut man sich, das wie kalt duschen. Man will zuerst nicht und wenn man es gemacht hat, dann fühlt man sich besser. Ja, das ist der sogenannte Schützenschnaps. Der ist also unmittelbar, bevor es auf die Bühne geht. Das ist so ein Bandritual. Wir trinken halt einen Tequila. Das ist so so ein Aufwachding. Jetzt geht's los. Davor, danach, weiß ich nicht. Also in so einem Konzertsaal, wenn so eine halbe Stunde nach dem Konzert, da ist noch so eine besondere Atmosphäre drin. Da spürt man auch so die Energie der Leute und diese Wärme und
dann geht es ja sofort in den Abbau über und alle machen so ihren Job und so. Das ist ganz seltsam. Ne? Eben war noch diese Magie da des Konzerts und sobald der letzte Ton verklungen ist und der Abspann gelaufen ist, geht Saallicht an, Leute raus und alle fangen an mit ihrer Arbeit und packen es schnell wieder ein. Also das sieht man immer, was das nur für so ein Augenblick ist, ne? Den man da lebt. Ist man kurz da, findet es statt und dann ist Geschichte. Also